Ich hatte als Kind die kuriosesten Vorstellungen von der Welt und manche meiner damaligen Angewohnheiten könnte man aus heutiger erwachsener Sicht als relativ dubios bezeichnen. Also lasst uns zusammen ein bisschen in meiner Nostalgie schwelgen und die Vergangenheit von Klein Marshall aufrollen. Ich glaubte zum Beispiel, dass nach dem Schlucken von Melonenkernen Melonenbäume in meinen Bauch wachsen würden, weswegen ich immer nach dem Essen einer Melonenscheibe fein säuberlich alle Kernchen ausspuckte. Auch ließ ich oft allzu gern einen letzten Bissen, egal von welchem Essen, auf dem Teller zurück. Deswegen schien auch nie die Sonne am nächsten Tag. Hashtag nicht aufgegessen. Ständig lief ich als Kind zum Kühlschrank, um nachzuschauen, ob etwas zu essen vorhanden war. Selbst wenn nichts Essbares herumlag, hat es vielleicht eine halbe Stunde gedauert und ich latschte wieder zum Kühlschrank, um nachzuschauen, ob es etwas zu essen gab. Und das etwa 20 Mal am Tag. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist das eigentlich voll traurig. Hashtag nichts zu essen. Wenn ich im Auto an Fabrikgelände vorbeifuhr und ich die Industrieschornsteine in der Ferne sah, dachte ich mir manchmal, wow, daher kommen also die Wolken. Je, was dachtest du denn? Und bei Ampeln war ich fest davon überzeugt, dass sie von Menschen gesteuert wurden und in den Lichtern Kameras verbaut sind, mit denen sie die Straßen im Überblick hatten. Als ich also das erste Mal bei Rot über die Straße lief, bekam ich Panik, deswegen verhaftet zu werden. Bei Rot also über die Straße laufen, Außerdem steht hier, dass du deinen Teller nicht leer gegessen hast. Schäm dich. Ich besaß als Kind eine riesige Kiste voller Lego-Bauteile und ich verbrachte manchmal Stunden damit, Dinge aufzubauen, nur um sie dann aus Spaß wieder zu verschrotten. Wenn aber jemand anderes mein Gebautes kaputt machte, brach für mich die Welt zusammen. Oder als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte und ich die ersten Male online ging, traute ich mich nie, böse Wörter in Google einzutippen, weil ich die Sorge hatte, dass die Polizei dann unsere Wohnung stürmen würde. Hände hoch! Was hat er eingetippt? Böse Wörter. Und ist er nicht auch bei Rot über die Straße gelaufen? Und sein Tellerchen hat er immer noch nicht leer gegessen. Schäm dich. Ich habe in meiner Kindheit die Filme der unendlichen Geschichte geliebt und glaubte für eine kurze Zeit, dass man wirklich nach Phantasien gelangen könnte, wenn man nur das richtige Buch der Geschichte in unserer Welt finden würde. Immer wenn ich also an eine neue Ausgabe gelangte, untersuchte ich es erstmal akribisch auf magische Eigenschaften. Oder wenn ich alleine in meinem Zimmer war und Dragon Ball im Fernsehen lief, habe ich oft versucht, ein Kamehameha herbeizurufen oder in der Luft zu schweben. Wird Marshall das Kamehameha meistern? Oder werden seine Eltern vorher den Arzt rufen? Findet es raus in der nächsten Folge von Marshall Ball Z. Ich hatte Mittagsschlaf gehasst und es war für mich ausschließlich eine Ausrede der Erwachsenen, um uns Kinder ruhig zu stellen. Ob im Kindergarten oder zu Hause, am Ende lag ich im Bett, hab gelangweilt an die Decke gestarrt und nur darauf gewartet, dass es endlich vorbei ist. Und wenn wir schon beim Schlafen sind, manchmal bekam ich Angst vor den Umrissen, die sich durch die Gegenstände im Raum bildeten, wenn nachts alle Lichter ausgemacht wurden. Zur Beruhigung habe ich dann immer meinen Stoffaffen mit Boxhandschuhen namens Bobo nahe meines Bettes positioniert, weil ich glaubte, dass er nachts auf mich aufpasste. In der rechten Ecke Bobo, der plüschige Boxer. Und in der linken Ecke ein Stuhl. Kämpft. Okay. Aber kommen wir wohl zu der genialsten Überzeugung von Klein Marshall. Ich hatte als Kind geglaubt, dass man Sachen wie Decken oder Bettlaken als so eine Art Fallschirm verwenden könnte. Ich wollte damals einmal Superheld spielen, band mir also einen Laken um den Hals und sprang von meinem damaligen Hochbett. I believe I could fly. I believe I could touch the sky. Und zack, hab ich mir den Arm gebrochen. Wah, wah, wah. Habt ihr etwa noch nichts von eurer Kindheit in die Kommentare geschrieben? Und auf diesen Button hier habt ihr auch noch nicht drauf gedrückt? Schämt euch! Euer Marshall.